Gut. Santiago X Quintepec. Da müssen wir lang. Sehr gut. Wow, ist alles so grün um uns herum, so krasse Berge. Berge sind richtig krass. Eine alten Boah, Vulkane irgendwie. Das sieht wirklich wie Herr der Ringe die ganze Zeit aus. Jurassic Park. Jurassic Park, so ein Mix. Ein Mix Ja, aus von weitem sieht das Jurassic wie Herr Park, der Ringe. okay, Wenn du drinnen bist, dann sieht es wie Jurassic Park aus. Ja, sieht man super viel hier in den Dörfern, in den Bergen. Überall sind Truthähne. Hallo! Hallo! Wie geht's euch? Hallo! Oh, die verstehen nur Hallo. Oh je, das wird ein Truthahn-Video. Okay, Mittagspause ist fertig. Wir fahren dann weiter. Tschüss! Tschüss! Gestern war so ein schöner, trockener Tag und ich dachte, wir haben damit den Dschungelbereich erstmal überwunden und sind wieder in etwa waldigeren Gebieten. Aber heute wachen wir wieder im Regen auf und die Straßen sind wieder super matschig. Es ist alles feucht und warm. Ja, es ist echt ein bisschen anstrengend, wenn man tagelang im Regen fährt. Nee, es ist irgendwie nicht so, dass man tagelang im Regen fährt. Aber die ganze Kombination und dann die schlechte Straße. Die Straße wird dann, gestern war die richtig gut, war das so glatt befahrene Fahrbahn. Aber heute mit dem Regen wird sie echt viel rutschiger, muss man viel mehr aufpassen. Jetzt geht das zwar berghoch, aber beim Runterfahren werden wir das merken. Aber die Wolken, die man hier durch die Berge irgendwie sieht, sehen so schön aus. Und alles voll grün und wir sind die einzelnen Leute hier. Das ist schön. Ja, im Großen und Ganzen ist das schön. Ich war dabei zu filmen, du hast es aufgebrochen. Ich habe dich gebeten zu filmen und du hast es... Ich dachte nicht, dass du das ernst meinst. Nein, ich meine das ernst. Weil ich bin nicht die, die immer lacht. Weil die Straße hat mich kaputt gemacht oder macht mich kaputt. Und es regnet. Und das ist super anstrengend. Und das Fahrrad ist zu schwer. Und wir verstehen es nicht so gut. Und immer gibt es Zweifel, wie schnell, wie langsam, wie gut, wie schlecht wir irgendwas machen. Und das ist irgendwie zu viel für mich jetzt im Moment. So geht's mir jetzt. So viel dazu.
Es ist die letzten Tage echt ziemlich anstrengend. Zusammen mit dem Wetter vor allem. Wenn strahlender Sonnenschein wäre, wenn es trocken wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon besser. Dann wäre es wahrscheinlich ziemlich gut. Ich denke, das Wetter ist der ausschlaggebende Faktor. Naja, das kann man natürlich nicht ändern. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir halt, ja, wir haben eine harte Zeit im Moment. Muss man schon sagen. Und ja, wir haben auf jeden Fall, oder es ist definitiv der Wortlaut gefallen, dass wir die Reise abbrechen. Oder was heißt abbrechen? Dass wir aufhören zu reisen. Aber quasi nur als Kurzschlussreaktion. So schätzen wir das jetzt beide ein. Wir haben einvernehmlich gesagt, dass wir jetzt weiterfahren, definitiv. Aber wir freuen uns, wenn wir hier raus sind aus den Bergen, wenn wir wieder auf einer asphaltierten Straße unterwegs sind. Weil es definitiv eine der härtesten Etappen, die wir auf unserer gesamten Reise gefahren sind. Und auch wenn es noch so schön ist hier, ja, das macht dich halt trotzdem fertig. Und dann kommen halt viele, viele kleine Faktoren zusammen. Ja, dann haben wir jetzt irgendwie festgestellt, dass wir halt wirklich viel zu viel Zeug dabei haben. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was von unserer Ausrüstung aussortieren. Versuchen vielleicht sogar 1, 2 Taschen komplett leer zu machen und die loszuwerden. Wir werden versuchen, mehr Zeit füreinander zu haben. Ja, das ist einfach, ich weiß auch nicht, dass wir noch näher zusammenkommen. Das ist natürlich auch immer einfach gesagt. Bei sowas jetzt hat der andere halt irgendwie Schuld. Die Straße ist so schlecht. Wieso haben wir so eine schlechte Straße ausgesucht? Der Berg ist so steil. Wieso ist die Straße so schlecht? Wir haben kein Wasser mehr. Wieso hast du beim letzten Wasserfall nicht den Wassersack abgefüllt? Es ist halt eine angespannte Grundstimmung im Moment. Definitiv, aber wir machen das. Wir brauchen noch 2 Tage. Dann sind wir aus den Bergen raus. Und dann erstmal ins Hotel. Schöne heiße Dusche. Und dann ja, sind erstmal keine Berge mehr da. Und ich denke, das Wetter wird auch besser, sobald wir aus den Bergen raus sind. Gut. Ja. Ich glaube, damit wäre erstmal alles gesagt. Nächster Tag, nächster Morgen jetzt, war schon ein ziemlich anstrengender Tag gestern, definitiv. Viele Sachen aufeinander gekommen und ja, war anstrengend. Aber gestern Abend haben wir dann hier unser Zelt aufgebaut an diesem Fluss und es hat weiterhin geregnet, es war weiterhin super feucht und wir haben gesagt, es gibt nicht viele Menschen, die das, was wir machen, auch machen würden. Insbesondere Paare, sage ich mal. Zu zweit als Paar 3,5 Jahre mit dem Fahrrad um die Welt reisen und dann an solchen Orten hier das Zelt aufschlagen. Mitten im Dschungel, alles mega feucht. Es war schon dunkel, als wir hier ankamen. Nicht gesehen, was hier irgendwie auf dem Boden lang kriecht. Irgendwelche Spinnen, Schlangen, Käfer, weiß der Geier was. Alles schon
ziemlich krass, muss man sagen. Also so haben wir es zumindest dann gesagt, dass ja, nicht viele Menschen das machen würden und dass wir einfach schon ziemlich krass sind und ziemlich cool sind, dass wir das so durchziehen und wir halt ja, ab und an vielleicht mal einen schlechten Tag haben, aber größtenteils rocken wir das Ding halt gemeinsam und das ist das Schöne. Und ja, jetzt mache ich Frühstück. Olga packt die Sachen. So sieht's hier aus. Mitten im Dschungel. Unter den Bananenblättern. Also schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr das auch machen würdet, insbesondere mit eurem Partner. Es regnet, wir sind mitten im Dschungel, unser Zelt hier aufgebaut, alles ist super nass. Gleich packen wir unsere Sachen und setzen uns auf die Fahrräder und fahren weiter, nachdem wir gefrühstückt haben natürlich. Ja, lasst mal hören. Ich weiß nicht, ob Michael das erzählt hat, aber wir sind jetzt wieder in einer Kaffeeplantage gezeltet haben. Und Ich habe erzählt, dass wir mitten im Dschungel gezeltet haben. Na gut, ist eine Kaffeeplantage, ja. Am Rande einer Kaffeeplantage. Genau, wir sind gestern auch durch ein Dorf gefahren, da gab es auch ganz viele Kaffeebäume. Und wir haben auch gesehen, dass die Kaffeekirschen da trocknen und wir haben gefragt, ob sie Kaffee zu Verkauf haben. Und haben sie tatsächlich. Jetzt probieren wir das Kaffee, was hier 20 Kilometer in dem Dorf wächst und gemacht wird und wir da direkt gekauft haben. Mehr Fairtrade geht nicht. Oh, jetzt wird's richtig. Ein bisschen zu doll geröstet vielleicht. War ganz gut. Ja. Mhm. Aber heiß. Nee, mir gefällt er. Ein bisschen nussig. Sehr gut. Perfekt. Besser kann der Tag doch nicht starten. Da. Man muss positiv bleiben. Das ist der Trick. Man muss einfach positiv bleiben. Man muss realisieren, dass man es nicht ändern kann, wie es ist. Und vor allem könnte es noch viel, viel, viel schlimmer sein. Es regnet zwar in Strömen, aber immerhin ist es relativ warm. Das heißt, wir sind komplett nass wirklich, komplett durchnässt, aber wir frieren nicht wirklich. Also es könnte jetzt halt auch schneien oder sowas. Das wäre halt nochmal viel, viel, viel krasser. Von daher muss man die Situation hinnehmen und versuchen, an ihr zu wachsen. Nicht an der Situation scheitern, sondern diese schwierige, herausfordernde Situation hinnehmen und daran wachsen. Sie meistern und beim nächsten Mal noch besser sein.
fuck. Oh. Woo! Gleich geschafft. Eine kurze Unterbrechung für eine kleine Ankündigung. Und zwar haben wir auf unserem YouTube-Kanal 40.000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank euch! Danke an jeden, der dabei ist. Danke an jeden, der unsere Videos guckt und uns bei unseren, ja, manchmal nicht so leichten Abenteuern unterstützt. Aber ja, wir schaffen das immer. Trotzdem ist es so, dass 55% der Leute, die unsere Videos schauen, noch nicht unseren Kanal abonniert haben. Also, wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Jetzt weiter zum Video. Viel Spaß! Gracias! Ich dachte auch, dass die ein bisschen größer sind. Wir haben eine Kakaoplantage entdeckt. Diese gelben Früchte, die da wachsen, da drin sind Kakaobohnen, woraus Schokolade gemacht wird. Und das macht uns glücklich bei diesem schlechten Wetter. Okay, wir sind nicht vom Weg abgekommen, oder naja schon, aber beabsichtigt und nur ein kurzes Stückchen, denn ja, hier wollen wir unser Zelt aufstellen. Uff, da. Hier gibt es diesen kleinen Pfad, den bin ich jetzt eben von der Hauptstraße hergelaufen, 100 Meter. Ja, dieses Plätzchen gefunden. Ganz gut, oder? Ja. Passt. So sieht es hier halt auch aus. Es ist nicht alles nur wunderschöne Natur und sauber und gut und wunderbar. Vor jedem Dorf, fast ohne Ausnahme, gibt es ja eine, wie soll man das nennen, Mülldeponie am Straßenrand, wo das Zeug einfach hingeworfen wird. Mal größer, mal kleiner. Nur noch 12 Kilometer und dann haben wir hoffentlich ein Hotel und eine heiße Dusche
und kein Regen. Und können wir uns endlich kurz ausruhen, bevor weitere Abenteuer losgeht. Aber vor allem sind wir aus den Bergen raus dann. Das ist jetzt der letzte Berg, den wir hier hochfahren. Nicht zu steil, ziemlich gemütlich eigentlich. Und dann geht's gleich bergab bis zu der Stadt, bis zum Hotel. Yeah! Oh, ist das echt oder nicht echt? Sieht so aus. Juhu! Abzuduschen. Oh, ab zur Dusche, ja. Hier oder da? Ich weiß nicht, oh, das sieht aber gut aus. Aber guck mal, der hat auf jeden Fall ein bisschen weniger als wir. Guck mal, er hat aber breitere Reifen als wir. Ah, die beiden. Die hat auch schon. Reifen sehen gut aus. Aber guck mal, wir haben auf jeden Fall mehr Schlamm. Mehr was? Mehr so Dreckschlamm. Wir haben nicht so einen Schlamm.